Also wir sind rezykliert, wenn man mal sagen. Oder das ist eine Art Kreislauf, weil es gibt einen Stein, in diesem Stein wird ein Element gekocht. Also das Wasserstoff macht den Stein, der ist wärmer, die Nukleosynthese, dann stirbt der Stein und gibt sein Material ab. Es gibt die dunklen Molekülwolken, wenn die mal gross genug angewachsen sind, kollabieren sie, werden wieder dicht und daraus gibt es einen neuen Stein und dann geht das wieder vorne los. Ich denke, die anfängliche, einfache Vorstellung, dass das Leben durch die Biologie umfassend beschrieben werden kann, revidiert sich da schon nach einer gewissen Zeit. Man sieht einfach, dass das Leben sehr komplex ist und dass die Gesetzmäßigkeiten, die wir jetzt kennen, nur einen Bruchteil abdecken von der biologischen Realität. Je mehr man sich damit beschäftigt, mit den Strukturen und Prozessen, zum Beispiel im Gehirn, sieht man, wie unglaublich perfekt es verzahnt ist, dieses Räderwerk. Und das lässt einen schon staunen. Das Weltall hat nicht auf uns gewartet. Das Weltall wird sehr gut weiter existieren, wenn wir es nur irgendwie ausgelöscht haben oder so. Der Mensch ist definitiv nicht das Zentrum. Das schließt nicht der Herrgott aus, oder? Aber der Herrgott hat sicher nicht das Universum für den Menschen gemacht, sonst wäre er sehr ineffizient. Ja. Also meine 13 Milliarden Jahre für am Schluss ein bisschen Mensch machen, ist nicht sehr gut. Ich gehe davon aus, dass das Leben eigentlich keinen Sinn hat, ausser ich gebe ihm einen. Aber sehr wohl den Sinn, in dem Leben einen Sinn zu geben, aus dem eigenen Massstab heraus. Wenn ich alle Menschen können etwas fragen, dann würde ich fragen, findest du auch, du bist ein Wunder? Oder bin ich der Einzige? Also ich bin sicher, ich bin zwar von daheim aus katholisch, aber sicher nicht strenggläubig katholisch, nie gewesen, aber die Familie nicht. Jetzt bin ich eigentlich an einem Punkt, wo ich sage, wahrscheinlich gibt es noch etwas, was wir nicht verstehen. Eine Ebene, wo wir nicht herkommen. Eine Ebene, wo auch die naturwissenschaftliche Ebene nicht schneidet. Ich denke, dann kann man verschiedene Sachen lernen. Man lernt auf jeden Fall mal, dass das Wissen nicht gegeben ist. Wissen ist kein absolutes Faktum, sondern ist immer im Kontext von Anschauungen und Konzepten. Das klingt eigentlich einfach, aber das muss man wirklich mal verstehen.
es ist Schönheit, es ist Zusammenhang, es ist Lebendigkeit, es ist Biodiversität, es ist auf ganz verschiedenen Ebenen wahr. Und ich kann von dem nicht einfach kommen und sagen, ich erkenne da einen abschliessenden göttlichen oder darwinistischen oder Willen. Aber es kann ja sein, dass es sehr viel mehr Leben gibt im Universum, als wir uns das vorstellen können. Und vielleicht ist das an anderen Orten besser glücklich als bei uns. Und das heisst, dass wir müssen akzeptieren, dass eine gute Antwort, die die Welt vorwärts bringt, nur zu der nächsten Frage führt.